Hallo Leute, heute Abend gibt es mal ein ganz anderes Video wie sonst, weil heute machen wir ein Produktreview. Und zwar geht es in dem Produktreview um den OneHow D12 300 mm. Diesen Drucker habe ich zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Review, denn hier in Deutschland gibt es so gut wie keine Informationen zu diesem Drucker. Und daher habe ich mich darum bemüht, dass ich diesen Drucker halt mal bekomme, um dieses Review zu machen. Und werde ihn danach dann auch wieder zurückgeben, damit der Besitzer dann damit auch wieder weiterarbeiten kann. Ja, der Drucker kommt zu ungefähr 80 bis 90% vormontiert im Paket. Ist dann auch relativ schnell zusammengebaut. Das Paket besteht aus dem Grundkörper, dann aus dem kompletten Teil mit der Z-Achse und der Y-Achse. Diese Teile hier kommen einzeln. Ich drehe jetzt hier mal ganz nebenbei leider vom Boden bei uns im Wohnzimmer, weil ich irgendwie keinen richtigen Stellplatz habe, wo ich dann mit dem Stativ hinkomme. Denn das Teil ist so hoch, dass ich es irgendwie nicht hinbekomme, da einen vernünftigen Stellplatz zu finden, wo mein Stativ noch funktioniert. Naja, egal. Ja, das nur mal so ganz nebenbei. Und es ist so, dass das halt ein Dual-Color-Drucker ist mit 2 Titan-Extrudern und hat auch 2 Runout-Sensoren, wie ihr hier sehen könnt. Eine duale Z-Achse hat er, die über einen Riemen hier geführt wird und synchronisiert ist. Der Riemen ist ein bisschen locker, also für meine Verhältnisse ein bisschen locker. Da müsste man einen Riemenspanner eigentlich für bauen. Der Y-Schlitten ist sehr stabil. Das ist ein 60 x 20er Profil. Und ja, so ein paar Sachen gefallen mir an dem Drucker allerdings nicht. Die habe ich jetzt schon gesehen. Einmal ist es, dass ein Hotend dran ist, was wohl OneHow ja so mehr oder weniger selber entworfen hat. Das Hotend ist eine Eigenkonstruktion. Hier oben ist auch so eine Art USB-C Stecker drin. Also das ist kein COM-Port oder sowas ehemals, sondern das sieht eher aus wie so ein USB-C. Das zum einen. Das nächste, was mir nicht gefällt, ist, dass über die Runout-Sensoren hier das Filament so hoch kommt und dann quer in die Titan-Extruder reingeht. Die Extruder sind schon beide extrem eingelaufen, obwohl der Drucker noch gar nicht so viel gelaufen hat. Ja, was war noch? Ach so, ja, OneHow macht hier keine Nutensteine rein, sondern die fräsen die Profile. Hier sieht man es auch. Die fräsen die Profile und machen dann hinterher Gewinde dort rein. Wahrscheinlich ist durch dieses Fräsen und Gewindeschneiden ein Problem entstanden. Das sieht man hier. Hier schlappert der Druckkopf und hier drüben sitzt der bombenfest. Also das Profil ist nicht ganz gleichmäßig. Das ist eine Sache, die nicht so gut ist. Was sehr gut ist, ist, dass der komplette Kabelbaum schon vorkonfektioniert kommt. Man muss die Kabel nur noch zusammenstecken mit den dementsprechenden Gegenstücken. Was wiederum nicht so gut ist, unter dem Y ist hier einfach das Kabel so lose drunter gelegt, mit Heißkleber fixiert in dem Profil. Das hört man teilweise beim Drucken, dann schlägt das hin und her, weil es sich unterm Tisch verkeilt und dann wieder irgendwo in eine Ecke schlägt. Da müsste man definitiv irgendwas Neues für drucken. So ein Kabelschlepp oder sowas, dass da halt nichts mehr passiert. Was wiederum eine sehr schöne Sache ist, ist hier drüben dieses Flexkabel, was dann zu den anderen Sachen geht, die in der Z-Achse drin sind. Das haben sie sehr schön gelöst. Also das gefällt mir alles sehr gut. Auch das Kabel, was zum Hotend geht, ist sehr wertig. Und die Lüfter sind auch alle sehr, sehr gut. Sie sind nicht die leisesten, aber sie machen keine Nebengeräusche. Also sie laufen wirklich sehr, sehr, sehr ruhig. Halt nicht von der Lautstärke her, aber von den Lagern
Und das hat man bei vielen anderen Druckern, unter anderem auch bei den Tronxy, überhaupt nicht. Die fangen teilweise schon nach ein paar Stunden an zu rattern oder zu klappern und das ist halt nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Also da ist das hier schon viel, viel besser. In dem Drucker ist verbaut ein MKS-Board, wo eine Marlin drauf läuft. Diese Marlin ist mit der LVT-LUI freigegeben hierauf. Es gibt für diesen Drucker allerdings noch kein offenes Repository von Marlin, wo man selber dann auch Sachen verändern kann. Das Hotend ist wie gesagt ein Custom-Eigenbau von Wanhao, kann daher auch nur bis 260 Grad, weil in diesem Hotend ist ein gedrehter PTFE-Block drin, wo dann diese zwei Tubes reinlaufen über einen Y-Verbinder und da dann das Filament, also der Filament-Change stattfindet. Ist jetzt so ein bisschen semi-optimal, weil das heißt halt für alle, die halt drucken möchten, es geht wirklich nur Material, was halt weit unter 260 Grad liegt, dass man genug Toleranz hat, um dort hochzugehen. Der Drucker ist auch nur gerankt für PLA, PETG, ABS, also so, sage ich jetzt mal, Semi-Standard-Materialien. Holz und sowas. Also ich glaube, ABS haben sie mittlerweile sogar rausgenommen. Ich meine, es steht nur noch PETG drin, aber das kann ja jeder selber auf der Homepage dann mit den aktuellen Daten abrufen. Diese werde ich dann auch verlinken. Mit dem Drucker kommt hier diese nette Box. In der Box ist eigentlich alles drin, was ihr braucht für den Drucker. Da sind die ganzen Imbusschlüssel drin. Die sehen auch an und für sich sehr hochwertig aus. Eine Spachtel ist drin. Dann ein Schraubenschlüssel für die wichtigsten Sachen, 10 und 8. Es ist sogar ein Düsenreiniger hier mit dabei. Den kann ich auch mal rausholen, wenn ich ihn rauskriege. Aber ich will ihn jetzt auch nicht kaputt machen. Düsenreiniger ist dabei. Das ist halt so eine, ja, Akupunkturnadel wird das sein. Und ja, ansonsten SD-Karte ist dabei. Dort ist auch eine aktualisierte Marlin drauf, die direkt geflasht werden soll. Oder es kann auch sein, je nachdem, wo ich den Drucker jetzt her habe, der hat gesagt, es lag ein extra USB-Stick drauf, wo dann dabei stand Pre-Install. Also das ist mal so und mal so. Es kann auch sein, dass es mittlerweile bei allen vorinstalliert ist, weil der Drucker ist noch sehr neu. Pinzette ist dabei. Die Straps sind dabei, um hier das Kabel halt fixieren zu können. Das ist alles vorhanden. Das ist alles sehr, 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 sehr schön. Und der Drucker ist auch sehr, sehr leise vom Drucken her. Also die Motoren hört man gar nicht. Die sind noch viel, viel leiser wie bei dem Tronxy, weil die wahrscheinlich auf 64 Einzelschritte laufen, anstatt auf 32 über das Marlin, also 1/64. Wie gesagt, was halt nicht so schön ist, ist, dass sie alle Schrauben wirklich durch die Profile durchgebohrt haben und dort auch Gewinde reingemacht haben. Ich persönlich sehe es eigentlich lieber, wenn diese Nutensteine genommen werden, weil die verformen die Profile halt nicht. Und hier durch dieses Festschrauben kann man halt die Profile schon mal verformen. Vor allen Dingen kann man halt die Profile auch schon bei der Produktion verformen, wenn sie halt eingespannt werden. Vielleicht ändern sie das noch, weil der Drucker ist ja jetzt ein bisschen länger draußen, das weiß ich nicht. Aber ansonsten kommt einem der Drucker sehr wertig rüber. Hier ist auch direkt eine Magnetplatte dabei, wo dann auch dann Federstahl und obendrauf eine Buildplate ist. Die ist so, ja, ich würde sagen, so ähnlich Tronxy oder ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Buildtec, ähnlich Buildtec. Das ist nur ein bisschen feiner vom Profil her. Das Heizbett ist sehr, sehr dick. Also das ist 5 mm, würde ich sagen, wenn ihr hier das seht. Was wiederum ein Nachteil ist, ist das Leveln von dem Bett. Also das habe ich als sehr starken Nachteil gesagt bekommen, weil man hier unten an die Schrauben ran muss und da kommt man ganz schlecht ran. Auch von hier kommt man ganz schlecht ran, weil man immer so ein bisschen gegen das Druckbett drückt und
Da braucht man teilweise 7, 8, auch mal 10 Durchgänge, bis das wirklich hundertprozentig passt dann hinterher. Natürlich das Geschlacker auf der einen Seite, das tut sein Übriges dazu, ob jetzt das Leveln dann in Ordnung ist oder nicht. Die synchronisierte Achse hat natürlich dann auch nur einen Endschalter. Aber ist ja sowieso nur ein Treiber drin, so wie ich gesehen habe in dem Video, wo das WLAN-Modul nachgerüstet wird, bei einem, der kein WLAN hat. Ist auch sowieso nur ein Motortreiber drin und die TMC 2209 sind auch wohl nur für XY und Z und die Extruder haben die 4988 drin. Das war jetzt so aus dem Video halt rauszusehen, weil da war der Drucker halt offen. Ich möchte den hier jetzt nicht öffnen, weil es ist nicht mein Gerät und ich bin halt nicht so gestrickt, dass ich jetzt einfach so ein Gerät aufschraube, nur um zu gucken, was da jetzt drin ist. Im zweiten Teil des Videos geht es dann auch gleich darum, dass wir einen Probedruck starten und mal schauen, wie der Drucker so läuft. Dazu packe ich dann gleich die Kamera auf Stativ, weil ich muss leider so ein bisschen umswitchen heute. Ich filme hier teilweise mit dem Handy jetzt gerade und muss dann gleich die Kamera ein bisschen anders setzen, weil ich halt hier auf dem Boden nicht so richtig den Platz habe, um irgendwo hinzukommen. Wir sprechen jetzt allerdings noch die LVG-LUI durch. Das könnte auch für die Tronxy-Leute ganz interessant sein, aber diese hier ist sehr abgespeckt. Also fast alles, was man bei dem Tronxy machen kann, geht hier nicht. Man hat jetzt hier halt einfach nur seine Temperaturwerte. Dann kann man hier, glaube ich, den Lüfter verstellen. Nein, kann man auch nicht. Gut, das geht dann auch nicht hier rüber. Dann hat man hier halt die Tools. Da ist man im Preheat-Menü, da kann man halt das normale Preheat machen. Das geht in 1er, 5er und 10er Schritten. Extrusion 1 oder Hotbed geht, weil wir haben ja einen Extruder für 2 Farben. Das heißt, wir haben keinen Dual-Extruder, sondern einen Single-Extruder mit Dual-Color. Und das nächste Menü ist dann quasi Extrusion. Dort kann man dann halt Low, Normal oder High einstellen. Und auch die Distanz einstellen. Die geht allerdings leider, weil sie keine Voreinstellung geändert haben, auch nur bis 10 mm. Das hätte ich mir jetzt persönlich gewünscht, dass da auch 50 und 100 mm drin sind. Das geht natürlich auch Extrusion 1 und Extrusion 2, weil hier haben wir ja dann jetzt beide Titan-Extruder. Das hat ja nichts mehr mit dem Hotend zu tun. Der nächste Menüpunkt ist dann Move. Der sieht jetzt exakt so aus wie bei dem Tronxy, nur von den Farben her ein bisschen anders. Hier kann ich dann halt die Achsen einzeln verfahren, aber auch nur in 0,1, 1 und 10 mm. Da wäre es jetzt auch schön gewesen, wenn vielleicht noch das ein oder andere bisschen mehr drin gewesen wäre. Vielleicht auch mal 50 mm. Das habe ich, glaube ich, bei einem BQ gesehen. Da waren auch 50 mm drin. Ja, das nächste ist dann Auto Home. Das drücke ich jetzt nicht, weil ich möchte jetzt hier die Achsen nicht fahren. Das nächste ist Bed Leveling, das drücke ich auch nicht, weil sonst fängt ja nämlich das Bed Leveling Programm an von der LVGL. Und dann ist hier die Filament Change. Die läuft ja hier ein bisschen anders ab, wie bei dem M600. Die wird ja über die UI gesteuert, also da ist irgendwo in einem Asset ist der Code drin dafür, weil ja hier nur die M25 angefahren wird. Und das nächste, was wir dann haben, ist More. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, hier ist nichts drin, egal was man hier drückt. Kommt nur Auto Home, alle Achsen, das war's. Ja, von Tools gehen wir direkt zu Settings. In den Settings sind einmal die Wi-Fi-Settings drin, die rufe ich jetzt nicht auf, weil da ist bestimmt der Wi-Fi-Code drin. Von demjenigen, wo ich den Drucker her habe, das mache ich nicht. Dann kann man hier die Lüfter einzeln einstellen mit 50, 100 oder 0% oder halt Plus und Minus. About ist dann die Version, wie man hier sieht. Upsala. Das ist jetzt halt eine Version von OneHow. Das ist aber trotzdem, also ich vermute, das ist ein Marlin 2.0. So, dann haben wir Continue.
da kommen wir hier ins Druckmenü rein. Entschuldigung. Da sind die ganzen Sachen halt drin. Hier ist auch, glaube ich, dann die Datei drin zum Probedrucken. Die müsste ich hier noch mit reingelegt haben. Hier kann man die Motoren ausmachen und hier hat man halt noch die Sprachen. Das ist alles genauso wie bei der Tronxy LVGL. Das ist ähnlich. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Also die Farben sind ein bisschen anders. Ja, und ansonsten haben wir halt nur noch Printing. Mehr ist hier nicht zu finden. Das Display wird wahrscheinlich auch ein MKS sein. Eieiei, was ist denn heute los? Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, wo ich hier so ein bisschen rumgespielt habe, der Drucker hat auf allen Achsen, die einen Riemen haben, also das heißt X und Y, einen Riemenspanner schon integriert. Da muss man nichts nachrüsten oder nachdrucken. Das ist sehr, sehr schön. Und wir können ihn jetzt dann doch mal fahren, habe ich mir gerade so überlegt, dass ihr mal seht, hier der ist wirklich mega leise, also er fährt jetzt gerade. Man hört ihn überhaupt nicht. Und das finde ich schon sehr, sehr geil. Der Drucker kostet momentan so 450 bis 510 Euro. Die Titan-Extruder laufen halt sehr stark ein durch die Filamentführung. Also die sind hier beide schon mindestens 3 mm eingeschliffen auf jeder Seite. Die haben dann ein Insert reingesteckt, wo normalerweise nur das Loch drin ist, aber das ist jetzt schon fast durch. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Ich wollte es nur noch mal ein bisschen genauer erwähnen, wie schlecht sie halt wirklich aussehen. Die Runout-Sensoren sind die gleichen wie bei dem Tronxy, laufen sich also auch gleich ab. Die haben auch schon eckige Löcher hier bei dem Drucker. Das müsste man dann austauschen gegen den Runout-Sensor, den ich gemacht habe mit dem PTFE-Tube und der Schraube. Dann hätte man da auch Ruhe. Das ist dann quasi ein und dasselbe. Und ansonsten gibt es eigentlich zu dem Drucker nichts Großartiges zu sagen. Er ist sehr stabil. Ich habe das gemerkt, wie ich ihn hier hingestellt habe, weil ich gesagt bekommen habe, du brauchst den Tisch nicht nachleveln. Der Drucker ist so stabil, der verzieht sich nicht, wenn der ein bisschen schräg steht oder nicht ganz auf allen Füßen gleich steht. Das ist kein Problem. Das glaube ich auch jetzt mittlerweile ohne Probleme. Die Profile sind wirklich sehr, 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 sehr steif. Hier sind, was wird das sein, 40 auf 40 Quadrat rundrum. Nee, nicht rundrum. Vorne sind 20 auf 40, hier sind 40 auf 40. Das sind 2040er und das hier ist auch ein 2040er. Da ist ja bei dem Artillery ist ja, glaube ich, ein 6040er. Was ja schöner ist hier, das ist halt ein 2040er, das geht aber auch. Und oben ist auch 2040, wo auch die Titan-Extruder dran hängen. Die Z-Achse finde ich sehr, sehr gut, ist direkt mit einem Lager noch geführt. Das ist echt in Ordnung. Hier sind auch feste Verbinder dran, so wie sie es gehört. Da schlackert halt nichts und die Motoren bilden halt auch einen Festpunkt. Das ist alles wirklich tipptopp gelöst. Was ich halt auch noch so austauschen würde, hier sind überall normale Schalter dran. Ich persönlich würde jetzt vielleicht, wenn der Drucker wirklich gut laufen tut, das Ganze gegen induktive austauschen. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ja, das Tischbett aufheizen können wir auch gleich nochmal machen. Da werde ich dann mal die Zeiten nehmen zu und werde die Zeiten dann noch einblenden, dass wir dann sehen, wie schnell das aufheizt. Obwohl, ich kann es auch hier mitlaufen lassen jetzt. Tools, Preheat, Bett. Na komm. Grad. Das spule ich dann gleich vor.
Achso, währenddessen kann ich noch was erzählen. Und zwar ist es so, dass mit dem Drucker ein Slicer kommt. Das ist ein Cura, ein etwas älteres Cura. Es ist die Frage, es sind jetzt hier bei dem 2 mitgeliefert worden, weil da war der Drucker halt wirklich ganz frisch rausgekommen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass bei den jetzigen Versionen dann nur noch die 4.6 dabei ist, die halt direkt mit dem Drucker dann kommt. Die ist auch schon meines Wissens nach größtenteils vorkonfiguriert, da muss man dann nur noch den Drucker auswählen. Bei den neueren Versionen ist der Drucker dann leider nicht mehr vorhanden, weil er nicht übernehmbar ist von der 4.6. Das heißt, man muss sie da quasi selber übernehmen. Und das Bett ist jetzt auch gerade auf 60 Grad gegangen. Das ging echt flott. Ja, das Bett ist warm. Das ging echt flott. Sehr, sehr schön. Also gefällt mir sehr gut. Die Zeit blende ich dann noch ein. Ja, und bei dem vorkonfigurierten Cura ist es halt so, dass das halt dann so verwendbar ist direkt für den Drucker. Damit ist auch dann der Startcode und Endcode für die einzelnen Extruder gegeben. Das hat OneHow alles schon mit vorkonfiguriert. Das kann man aber auch auf der Homepage runterladen und kann es dann einzeln in Cura einpflegen. Falls man ein neueres Cura nutzen möchte, also jetzt zum Beispiel die ganz neue Version, die 4.9, die ich halt im Moment nutze, da könnte man das halt jetzt per Hand einpflegen, muss allerdings dann auch einen Custom FFF-Drucker selber erstellen, komplett. Und dann ist es aber auch kein Problem. Ja, das halt nochmal dazu. Die haben auch zu ihrem eigenen Cura eine Riesenanleitung mit auf der Instruction Manual, wenn man nicht den Quick Guide nimmt. Also da ist auch quasi dann das komplette Cura erklärt, wie man überhaupt erstmal zu einem Druck kommt. Das finde ich auch sehr gut. Und ist auch sehr schnell dann zielführend, also man hat nicht so viel Frust. Der Drucker druckt wohl out of the box sehr, sehr gut, wenn der Tisch gelevelt ist. Ich habe auch Drucke gesehen von Anfang, also die waren schon bis auf ein paar Blobs und so, also die Extruder müssten jetzt mal kalibriert werden. Das wäre halt ganz sinnvoll. Die sind nämlich noch standardmäßig eingestellt und das stimmt vermutlich nicht ganz, weil ich habe bei den Steps geguckt. Und die Steps müssten eigentlich ja ziemlich dementsprechend, was ich bei dem Tronxy drin habe. Das tun sie aber nicht. Sie sind, glaube ich, 15 oder 20 Steps weniger. Somit hat man so ein bisschen Under-Extrusion. Das hat man auch bei den Teilen gesehen, die ich jetzt von dem Drucker hier bisher gesehen habe. Was auch gut ist, ist, dass hier direkt die Clips drin sind. Die sind auch oben am Extruder dran. Dann braucht man sich die nicht selber drucken und reindrücken. Das vermindert das Spiel so ein bisschen. Das ist alles... Also alles in allem ist es für die knapp 500 € ist es ein sehr stimmiges Paket. Und ich denke, man kann auch damit gute und lange Drucker erzielen. Vor allen Dingen mit den 300 x 300 x 400 mm Bauraum ist der Drucker, oder 350, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Das lese ich aber nochmal nach und blende es ein. Ist man auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, deutlich über Mittelfeld. Weil die meisten Drucker haben so 220 auf 300 oder 220 auf 240 mm Bauraum. Das entspricht ja im Prinzip hier eigentlich schon fast dem Tronxy, weil mit der Magnetbettoberfläche kann man ja bis zum Rand drucken und muss nicht wegen diesen blöden Clips an der Seite da quasi noch 15 mm abziehen auf jeder Seite. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Teil 2 wieder, wenn der Drucker druckt, und dann können wir uns ja noch ein bisschen drüber unterhalten, wie das Ganze mit dem Filamenttausch funktioniert bei dem Drucker. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Willkommen zum Teil 2. Der Drucker ist jetzt am Drucken, schon seit einer ganzen Weile, weil ich wollte warten, bis er anfängt mit dem Farbwechsel, dass ich sehe, ob das alles vernünftig funktioniert. In der Zeit habe ich ein bisschen recherchiert in Bezug auf Hotend und andere Sachen. Die weiße Farbe kommt hier jetzt leider nicht ganz so durch, weil es ist so ein durchscheinendes Weiß, also durchsichtiges Weiß, und ja, das Restrot, was da noch reingemischt ist beim Farbwechsel, also der Farbwechsel-Cube hätte größer sein müssen, aber das ist halt leider nicht so richtig geworden, ist aber nicht schlimm. Er druckt auf jeden Fall tadellos beide Farben.
Es ist jetzt so, dass bei der Recherche halt rausgekommen ist, dass das Hotend ein MK12 Style Hotend sein soll. Und ich habe gesehen, wie ich den Drucker jetzt näher angeschaut habe, dass höchstwahrscheinlich hier unten ein 220 Volt Silikon Hotbed drunter ist. Das werde ich aber nochmal überprüfen. Ich schreibe das dann noch rein. Das schaue ich morgen nochmal unten durch die Klappe rein, weil bei dem Lüfter ist ein großes Lüftungsgitter. Da kann man eigentlich so ziemlich alles sehen, was innen drin ist. Ob da ein Solid State Relay drin ist oder nicht. Und dann werde ich das nochmal verifizieren, weil es halt so schnell aufgeheizt hat. Ja, ansonsten gibt es halt zu dem Drucker noch zu sagen, ich bin jetzt mal still. Wenn man jetzt die leisen Lüfter noch abstellen würde, die lauten Lüfter noch abstellen würde, meine ich, dann würde man von dem Drucker echt nichts hören, ne? Denn die Motoren hört man nicht. Man hört halt nur die Extrudertreiber leider, weil ja da andere drauf sind. Das sind keine TMC 2209. Aber gut, bei dem MKS-Board könnte man jetzt auch, wenn jetzt Marlin irgendwann mal so weit ist, dass auch dieses System hier in der Repository drin ist, dann kann man auch einfach die 2209er auf die restlichen Motoren auch noch übernehmen und zieht die halt raus und steckt dort auch 2209er rein. Aber man hört sie ja trotzdem nicht, also das ist eigentlich Quatsch. Ja, ansonsten gibt es halt noch zu sagen, dass der Drucker auf 6 Rollen steht beim Y-Schlitten, was mir persönlich jetzt, wie soll ich sagen, also nicht gefallen tut es mir nicht. Ich sehe halt nur keinen Sinn darin, weil die mittleren Rollen erfüllen halt eigentlich keinen Zweck, außer tragen zu können. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass man jetzt hier 5 Kilo schwere Teile auf den Drucker juckelt, weil da müsste man ja trotzdem dann die Rollen zwischendurch wechseln und so weiter. Also das glaube ich nicht. Ich denke, 4 Rollen täten es da auch ohne Probleme. Das würde auch dann das Verfahren deutlich erleichtern und wäre dann unproblematisch. Der Y-Motor ist ein sehr großer. Ich weiß jetzt gar nicht. NEMA 23 wird wahrscheinlich zu groß sein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer. Er ist unbeschriftet. Und der X-Motor ist normale Standardgröße, eigentlich so auch wie bei den Tronxys und bei allen anderen, bei den A-Net und eigentlich so wie bei allen Druckern. In den Extrudern sind ein bisschen kleinere drin, was aber auch kein Problem ist, weil der Titan-Extruder hat ja eine so große Übersetzung, der zieht das locker auch durch. Was mir jetzt halt persönlich aufgefallen ist, der X-Motor wird schon gut warm jetzt bei dem langsamen Drucken hier. Also der ist jetzt schon bei um die 38, 40 Grad. Ist jetzt kein Problem für den Motor. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das jetzt wird, wenn man ihn schneller fährt. Die Z-Motoren sind auch leicht warm. Der Y-Motor, der ist Zimmertemperatur, also da ist gar nichts. Extruder ganz genauso. Also es ist wirklich nur der X-Motor, der halt sich deutlich erwärmt hat jetzt in der Druckzeit. Und das ist halt das Einzigste. Das müsste man halt beobachten, wenn man den jetzt halt mal richtig rannimmt, geschwindigkeitstechnisch, ob dann das Probleme gibt mit dem Motor. Aber das ist auch relativ. Also ich denke, wenn man ihn jetzt normal laufen lässt, ist das kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich zu diesem Drucker grob. Ich persönlich würde ihn jetzt so auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich jetzt keinen gravierenden Mangel sehe, der halt nicht stimmt. Erdung ist auch gegeben, das habe ich schon gemessen. Das ist also auch in Ordnung bei dem hier. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht großartig mehr was zu sagen, weil er läuft und er läuft out of the box eigentlich, weil hier sind jetzt gar keine Upgrades dran. Das ist jetzt quasi so, wie er aus der Kiste kommt.
und er druckt nicht schlecht. Ich habe jetzt gesehen, eine Z-Linie ist drin, wo es so ein bisschen rausgesquisht ist, aber ich denke, wenn man halt, wie gesagt, die Extruder jetzt noch kalibriert vernünftig und alles andere vernünftig kalibriert, dann dieses Gewackel aus dem X-Schlitten noch rausnimmt, dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Dann ist das ein echt guter Drucker für das Geld. Vor allen Dingen ein echt leiser Drucker, wenn man jetzt mal von dem einen Lüfter nicht von ausgeht, der jetzt unter dem Mainboard sitzt. Wenn man den noch austauscht, dann wird er echt leise, weil das Hotend hört man fast gar nicht. Dann kommen wir jetzt zum dritten Teil des Videos, und zwar dem Fazit. Also der Drucker hat von mir aus eine ganz klare Kaufempfehlung, weil er halt mit den Drucken sehr okay ist und out of the box halt sehr schön Drucke produziert. Ich hatte den Drucker jetzt, muss ich noch sagen, dazu bis Mittwoch dieser Woche und konnte deswegen noch einiges testen. Er ist qualitativ nach ein bisschen Optimieren in Cura definitiv schon fast auf Niveau von dem Tronxy. Also völlig in Ordnung. Kann ich echt nichts Negatives dran lassen. Das einzigste Negative, was mir noch aufgefallen ist, bitte, 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 wenn ihr diesen Drucker kauft, schließt nicht die Runout-Sensoren an, sondern lasst die Kabel ab. Die haben in der Software keinen Runout-Sensor aktiv, sondern die schließen einfach die 5 Volt Schiene vom Mainboard kurz und tun damit das Board quasi in diesen Stromausfallsmodus reinziehen, hätte ich bald gesagt. Und machen darüber dann quasi, dass halt der Druck stehen bleibt und dass du dann halt neu starten musst, wenn neues Filament installiert wurde. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das Board das mitmacht, wenn man jetzt einen Kurzschluss auf der 5-Volt-Schiene verursacht, weil die Spannungswandler laufen ja die ganze Zeit gegen Null. Irgendwann wird da definitiv was durchbrennen. Deswegen ist halt mein Tipp, lasst die Sensoren ab und überprüft lieber selber das Filament, wenn ihr diesen Drucker kauft. Das ist halt in meinen Augen sinnvoller. Ja, das nächste, was noch ist, auf dem Drucker ist keine Marlin 2.0, auf dem Drucker befindet sich eine Marlin 1.0 mit der MKS-UI, also quasi so wie das MKS-Board damals rauskam, die Standardsoftware, die da drauf ist. Für das Marlin 2.0 müsste man halt jetzt ein eigenes Repository anlegen oder halt abwarten, bis der Drucker aufgenommen wurde, aber das ist auch alles nicht so wichtig, denn der Drucker druckt vernünftig und funktioniert auch vernünftig mit der Version, die drauf ist. Ich denke, dass sie alle anderen Sachen auch beachtet haben, wie halt bei Marlin üblich, dass nichts großartig passieren kann. Ich habe jetzt allerdings keine Stecker abziehen können, weil das alles Kompaktstecker sind und ich dann das komplette Hotend oder den kompletten anderen Teil des Druckers abziehe und deswegen halt nicht wirklich sagen kann, ob jetzt dann oder welche Sicherheitsmechanismen dort greifen. Da hätte ich halt das komplette Hotend für zerlegen müssen, aber das wollte ich nicht, weil es ja nicht mein Drucker ist. Ja, so viel war es dann zu dem Fazit des Druckers und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und vergesst die Glocke nicht.